city can breathe its own beauty and grace, Whitechapel is not just disease, desertion and despair. Erst ein bisschen noch looten hier. Hinten haben wir schon. Manchmal blinkt mir was irgendwie ins Auge, so irgendwas so Lichtreflexion, da denke ich, da liegt immer was. Was ist hier links? Der Two Arms. Das ist also seine Muse hier. Blumenstrauß. Ein kleiner Blumenstrauß, ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. Das kennen wir auch schon. Aussieht, sind die überall versteckt hier. Okay, kann es sein, dass es das Camellia da mithilft? Die Dinger verteilt. Ist wieder 14. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Ich glaube, die kann nicht reden. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Wird das andere wahrscheinlich auch nichts bringen, wa? Ich weiß, dass du für Schwester Dorothy arbeitest. Erzähl mir von Richard Nethercott. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Ne, da wird nichts. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Ja. Von Camellia kriegen wir nichts raus. Very well. Goodbye then. Von ihr kriegen wir schon mal keine Informationen. Ja, ist wirklich klug gemacht. Eine Komplizin, die einfach stumm ist, die nichts sagen kann. Darius Petrescus Brief. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr meine Kinder noch in einem Land lebt, das vom Krieg heimgesucht wird. Aber auch hier in England tobt ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meines fortgeschrittenen Alters führen. Deshalb schreibe ich euch heute, ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und ihr habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dieses muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meine Enkeln einen Kuss von mir und vergisst nicht, dass euer Vater euch auch weiter der alten Heimat liebt. Euer euch ewiger liebender Vater, Darius Petrescu. The Deswegen auch content of der Name. Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Deswegen auch der This is a Name. bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Dann die zu Hause. Sind wir auch schon.
Deswegen auch der Nachname von dem Darius, der ist also anscheinend so ein Standard, ja, für den Startnamen von in Rumänien. Können hier hoch. Aber warum können wir hier hoch? Das müssen wir also nochmal versuchen, ja. Noch jemand. Die Türen nicht benutzen, weil ich weiß nicht, ob wir dann nicht aus dem Bereich hier rauskommen. Aber anscheinend ja. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein Ladescreen kriegen. Jetzt meine Rauchen. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling, but I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Mhm. Ihr Leben in London über ihre Gesundheit. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Er hat nur eine Erschöpfung, ist alles gut. Die Karriere birgt viele Gesundheitsrisiken. Was ist mit der Gesundheit ihrer Kunden? You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Über Clayton Darby's Untersuchung. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Warum so skeptisch? Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Ja, hat's recht, ne? Reden Sie aus Erfahrung. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Wenn ich Fragen, erzählen Sie mir von sich. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Fast wie eine RL. Immer noch so. Urteile Sie nicht, versuchen Sie eine andere Arbeit zu finden. Ihre Entscheidung, Ihren Körper zu verkaufen. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Nur nach Schwester Dorothy Crane, wir wissen ja schon.
Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Wir reden zwar miteinander, aber da können wir nichts machen. Kann jetzt nicht immer belauschen. In der Steering Contest. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Randstufe 2 benötigt. Ach, wir können da gar nicht rein, weil, naja. Würden wir ein Gespräch von zu machen. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Also, wir sind drin. Drin sind wir. Jetzt erstmal einen alten Mann ausrauben. Ich meine, wir leihen das uns aus, mir sicher. Aber jeden RPG so, ne? Man geht erstmal durch die. Das ist ja schuld, wenn die NPCs ja nichts machen. Ich auch nicht zu. Ist auch wie bei Witcher, da kann sie auch durch die Häuser gehen und einfach mit Staubsauger alles mitnehmen. It's locked, all right. Ein Safe. Die fortzeitliche Figur des Vyrkolakas. Bitte was? Während ich bei meinen zahlreichen Reisen nach Spuren von Vampiren suchte, haben mich wohl am meisten meine Entdeckungen auf den Inseln im Mittelmeer verblüfft. Die lebhaftesten Erinnerungen habe ich an die Insel Santorin. Herodot persönlich beschreibt die Insel in seinem 4. Buch. Ich bin überzeugt, dass es in diesem Teil der Erde noch viele Geheimnisse zu entdecken gibt. Noch heute wird Santorin von manchen als Ort mit der größten Vampirdichte bezeichnet. Weit mehr als in den Karpaten sollen hier leben. Es heißt, die Bewohner der Insel seien Spezialisten in der Vampirjagd oder der Jagd auf Vyrkolakas. Ja, keine Ahnung, was das ist. Wie sie hier genannt werden. Ach, Vyrkolakas sind quasi einfach nur der Name für Vampire. Alles klar. Laut der örtlichen Mythen sind Vyrkolakas tote Personen, die nicht verwesen und die eine zinnoberrote Gesichtsfarbe behalten. Solange sie frisches Blut trinken, sie dürfen kein Haus betreten, ohne anzuklopfen und eine Antwort zu erhalten. Knoblauch schlägt sie in die Flucht, die Sonne vernichtet sie nicht, aber schwärzt ihre Haut. Sie können sich in Wölfe oder andere Tiere verwandeln. Das mich am meisten überraschte, war, dass von Mittelmeer bis Balkan mit kleinen Abweichungen überall derselbe Name für sie verwendet wird.
Die Griechen sagen Vyrkolakas, die Bulgaren und Makedonier Varkolak oder Varkolak, also ne, das kann man sehr schwer aussprechen. Das ist halt irgendwie, das andere wird mit K geschrieben, das andere wird mit Cs geschrieben. Hey, was für ein Unterschied? Wie willst du denn das anders aussprechen als Sauerkrautesser? Hört sich ja bei uns irgendwie gleich an. Hm. Und die Serben sagen Vukodlak. Ja, Vukodlak. Klingt fast wie die uns wohlbekannte Bezeichnung Vulkot. Meine lieben Brüder, ein Schauer läuft mir über den Rücken, während ich diese wenigen Worte schreibe. Ich glaube fest daran, dass wir es hier mit einer Art Urvampir zu tun haben. Vielleicht sind sie das fehlende Bindeglied zwischen den modernen Vampiren und den früheren Kreaturen. So Gott will, kehre ich eines Tages nach Santorin zurück und finde die Spuren dieser vorzeitlichen und vergessenen Figuren. Aus dem Brunnen des Wissens trinken von Ascha Taltri, Primas von St. Paulus. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Wir leben in London. Schwester Dorothy ist echter Name. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Erzählen Sie mir mehr über Camellia. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Sorgen ihre Sicherheit. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Wer ist sie wirklich? Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Dann, dass wir es immer noch anklicken können da oben. Warum Richard Niederkott nicht veröffentlichen? Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Und können wir das nochmal anklicken? Ich bin gerade verwirrt, oder? Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doc. Was hat das, warum das wird nicht ausgegraut? Wir haben noch nichts Neues hier. Das ist interessant, sonst werden die immer ausgegraut. Also ich fragen. Haben Sie denn keine Familie mehr? Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Hat uns auch verlassen. Don't be embarrassed, sir.
If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. England nach dem Krieg verlassen. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Wie sind Sie Schwester Dorothy begegnet? How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Ihre politische Vergangenheit. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Österreich und Ungarn haben da zusammen was gemacht hier. Uff, wie lernt man aber nach dem Spiel. Goodbye, Mr. Petrescu. Ja. Ich meine, ja, man kann das vielleicht nicht alles hier ernst nehmen, natürlich. Aber man gab ja auch vor am Anfang des Spiels eine Erklärung bekommen, dass man nicht, dass hier nicht alles Dings ist, obwohl da kam eigentlich nur die Erklärung, man soll keine, wenn man hier irgendwie Rezepte sieht und so, für, keine Ahnung, Medikamente, soll man das nicht nachmachen. Um irgendwie Krankheiten zu heilen damit. Das war die einzige Erklärung, die man gekriegt hat. Am Anfang vom Spiel. Und das nicht machen soll. Wer das sowieso macht, ne, von Rezepten aus dem Spiel probieren. Wenn es jetzt Kochrezepte sind, kann man es vielleicht mal machen. Wenn man das Zeug überhaupt kriegt, ne. Mal Tür aufschließen, ist wichtig. Können wir auch hier rein durch die. Ja, jetzt können wir sie benutzen. Die Tür. Jetzt geht's. Vorher ging das nicht. Das wäre bestimmt eine Überraschung für Dorothy, dass wir hier jetzt anklopfen. Moin. Ach, hä? Jetzt kommen wir aber so rein. Wir klopfen nicht an. Wir dürfen keine Häuser betreten. Da will ich anklopfen. Oha. Du bist größer als ich dachte. Ich bin gerade schon wieder fishy, dass Dorothy nicht da ist, aber die ist oben. Interessanterweise ist das ja von den Patienten auch den Herzschlag und so sehen. Aber den Patienten im Krankenhaus nicht. Die auf Betten gelegen haben. Warum sieht man die jetzt von hier? Also. Da irgendwie Gründe für. Aber du hast ja auch Durst. Bei denen sieht man es halt nicht, auch nicht, ne? Bei den Patienten. Wo er noch nicht ganz tot ist. Manche Patienten, da sieht man es, manche Patienten halt, da sieht man es halt nicht. Brief an Schwester Dorothy, London, 31. Oktober. Meine liebe Dorothea, wenn du diesen Brief liest, werde ich schon auf einem Schiff sein, das Anton und mich zurück nach
Brasov bringt. England war nichts für uns und ich muss gestehen, dass ich kaum erwarten kann, die stolzen Hügel Transsilvaniens wiederzusehen. Bald wir zurück sind, verspreche ich, eine Kerze für dich in der schwarzen Kiche anzuzünden und zu beten, dass du diese schreckliche Epidemie überlebst. Ich weiß, dass du diese Entscheidung ablehnst und dich lieber nützlich machst, indem du unseren verbannten Genossen im East End hilfst. Doch Anton kann nicht erwarten, in unser geliebtes Land heimzukehren und die lang ersehnten Revolutionen erblühen zu sehen. Er ist mein Gatte und ich bleibe an seiner Seite. Ich weiß, wir hatten unsere Streite und Zankereien. Aber ich weiß, du hättest gern mit mir zusammen deine Klinik betrieben. Nun, da ich England verlasse, sei versichert, dass, wenn dir etwas passieren sollte, wenn du in Gefahr oder Schwierigkeiten gerätst, werde ich jederzeit mit oder ohne Anton zurück nach London kommen. Bitte denke von mir so, wie ich von dir denke. Ich bleibe deine dich liebende Schwester Theodora. Nochmal Informationen ist. Ist ja immer wichtig, ne? Dass wir immer schön mehr Hinweise kriegen, dass wir schön die Leute bereden können. Ganz nett, dass sie uns noch mal was ausplaudern. Also Vampirkräften. So ein bisschen wie der Witcher. Witcher kann das ja auch. Leuten überreden, was zu sagen. I need help. He's going into... What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Leute, das, was ich wissen sollte, wo sind die Chilinsalze? Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Ich muss einen Luftröhrenschnitt durchführen. Haben wir irgendwelche Betäubungsmittel? Ein Luftröhrenschnitt. I need to Einfach ohne. perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. Ah. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Ja, ist nicht gut. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Cardiac massage, now. Cardiac... What?
Are you making this up as you go along? Hätte man den retten können? Ich kriege ja Tinnitus hier. Von der Musik. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Yes. We did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Okay, wahrscheinlich können wir den nicht retten, weil sonst hätten wir die Blutprobe ja nicht gekriegt, glaube ich, ne? I doubt you're here to test my bedside manners. Ja. To what do I owe? It's locked. Schwierig. This is an unfitting place for the illustrious Dr. Reed. You shouldn't be here. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Wir können so nicht weitermachen. Ich bin hier, um die Erpressung zu beenden. Egal. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Warum Lady Ashbury? But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Warum Dr. Sonsea nicht vertrauen? Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Zweckheilig die Mittel. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Erpressung muss aufhören. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Schon, ich sehe weg, aber sie kündigen, in den Band ziehen. Sie werden die Angelegenheiten vergessen. Aussaugen. Ich beende das hier und jetzt. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Mit einem Vampir. Sie können neue Bürger töten.
War es gerade böse? So flattert das, flattert die Schütze. War gerade böse, was wir gemacht haben. Ja.